Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit den frühsommerlichen Temperaturen vom Wochenende dürfte vielen Studierenden und Lehrenden an der FAU wieder bewusst geworden sein, wir stecken mitten im Sommersemester, fast ausschließlich mit digitaler Lehre, und während noch die letzten Nachprüfungen aus dem Wintersemester laufen, ist der Prüfungszeitraum für den Sommer gar nicht mehr so weit entfernt. Mittlerweile sind wir hier an der FAU in einer an sich guten Position. Wir haben reiche Erfahrungen gesammelt, wie wir zum einen dort, wo es möglich ist, mit anderen Formaten als der klassischen Klausur prüfen können. Und wie wir zum anderen dort, wo es keine sinnhaften Alternativen zu Präsenzprüfungen gibt, sehr gut organisiert und mit größter Sicherheit für alle Vorortprüfungen abnehmen können. Insofern wird sich gegenüber dem Wintersemester an den Regelungen substanziell nichts ändern. Aber ich möchte an dieser Stelle auch gern noch mal kurz für Sie zusammenfassen, wie der Prüfungsbetrieb aussehen wird. Vorab, wie schon im Wintersemester, die Bitte an all unsere Lehrenden zu prüfen, ob sie die Studienleistung in ihrer Veranstaltung auf einem anderen Weg oder in einem anderen Format als der klassischen Klausur bewerten können. Von der Hausarbeit bis hin zum Videovortrag, alternative Formate haben sich vielerorts gut bewährt. Abweichungen von der Prüfungsordnung können sogar ganz kurzfristig noch durch den jeweiligen Studiendekan oder die Studiendekanin genehmigt werden. Und falls Ihnen die zündende Idee erst 4 Wochen vor der Prüfung kommt, wir sind flexibel. Ansonsten gilt für die Lehre und die Prüfungen Folgendes. Erstens: Lehrveranstaltungen können auch in Blockveranstaltungen umgewandelt werden. Fakultäten können abweichende Prüfungszeiträume festlegen. Zweitens: Studierende, die im Ausland oder anderswo festsitzen oder die FAU nicht betreten dürfen, zum Beispiel weil sie in Quarantäne sind, können Sonderregelungen erhalten. Bitte sprechen Sie Ihre Lehrenden dafür direkt an. Drittens: Kein Problem mit den Fristen. Studien- und Prüfungsfristen werden entsprechend nach hinten geschoben. Auch für Abschlussarbeiten werden Fristverlängerungen gewährt, wenn nötig. Viertens: Wie schon im Wintersemester gilt, Rücktritt von der Prüfung ist voraussetzungslos noch bis kurz vor Beginn der Prüfung möglich. Nicht erscheinen reicht aus, damit die Prüfung nicht als Fehlversuch gewertet wird. Bitte aber den Organisierenden zuliebe trotzdem offiziell abmelden, wenn Sie wissen, dass Sie nicht antreten werden. In der Regel werden Sie nach einem Rücktritt zum nächsten Prüfungstermin pflichtangemeldet. Sie können aber auch davon in der Regel zurücktreten. Fünftens: Die Ergebnisse abgelegter Prüfungen zählen. In Härtefällen kann ein Zusatzversuch gewährt werden, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird und die Prüfung nachweislich wegen Corona endgültig nicht bestanden wurde. All diese Regelungen finden Sie auch, wie Sie wissen, auf den Seiten des Prüfungsamtes und in der FAU-Corona-Satzung, die in dieser Form noch bis zum 30. September 2021 gilt. Sollten wir die Satzung wegen des Infektionsgeschehens weiter benötigen, muss sie verlängert werden und wird dafür spätestens im Juli auch im Senat zu diskutieren sein. Ich habe ja jüngst in einem Interview gesagt, dass die Rahmenbedingungen der Pandemie, so schrecklich diese Zeit für uns auch sein mag, die eine oder andere Innovation möglich machen, die in normalen Zeiten vermutlich so schnell nicht gekommen wäre. Das gilt speziell an einer Universität nicht nur für die Online-Lehre, sondern auch für die Wissenschaftskommunikation. Die meisten von Ihnen werden mitbekommen haben, dass die beliebte Lange Nacht der Wissenschaften, bei der wir ja als FAU immer der größte Programmpartner sind, Corona-bedingt vom Herbst 21 in den Mai 22 verschoben werden musste. Die gute Nachricht: Im Herbst 21 dürfen wir uns trotzdem auf ein schönes Format der Wissenschaftskommunikation freuen, sozusagen als kleinen Ersatz, damit den Menschen in der Regel die Zeit nicht so lang wird. Gescheit schlau, das lange Wochenende der Wissenschaften, so nennen wir das, steigt von Donnerstag, dem 21. Oktober bis zum Sonntag, den 24. Oktober. Veranstaltung ist wieder unser Partner Kulturidee, aber anders als die lange Nacht ist Gescheit schlau ein reiner Online-Event mit verschiedenen Formaten, vom Workshop via Zoom über den Online-Vortrag für die Kiddies bis hin zu interaktiven Quizaktionen.
Auch ein eigenes Schulprogramm ist geplant, das am Freitagvormittag nur Schulen in der Region adressiert. Wir als FAU sind natürlich dabei, allerdings ist die Zahl der Beiträge anders als bei der Langen Nacht sehr begrenzt, sodass wir pro Fakultät nur etwa 10 bis 12 Angebote beisteuern können. Sollten Sie gern mitmachen wollen, wenden Sie sich am besten direkt an die Lange Nacht Koordinatorinnen und Koordinatoren in der Fakultät oder an unsere Stabsstelle Presse und Kommunikation. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit Ihnen etwas Neues auszuprobieren. Apropos Neues, in der vergangenen Woche haben wir eine wichtige neue Kooperation auf den Weg gebracht. Die FAU und das Deutsche Museum Nürnberg machen künftig sozusagen gemeinsame Sache. Vor allem, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, das Interesse für die Natur- und Technikwissenschaften zu wecken und sich über einen verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien Gedanken zu machen. Los geht's bereits am 12. Mai mit einer ersten gemeinsamen Vortragsreihe mit dem sprechenden Titel Übermorgen der Zukunftsplausch. In der Veranstaltung unterhalten sich interessante FAU-Forscherinnen und Forscher mit dem Publikum über Themen wie künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Müllvermeidung oder die Zukunft der Medizin. Was wir wollen, die Menschen zum Nachdenken anregen, dazu einzuladen, mit der Wissenschaft in den Dialog zu treten, auch einmal kritisch nachzufragen, vor allem aber Spaß an der Forschung und Wissen zu haben. Alles digital natürlich, zumindest für den Anfang. Aber ich bin sehr froh über die Kooperation. Eine Partnerschaft mit dem Deutschen Zukunftsmuseum steht einer zukunftsorientierten Uni wie der FAU hervorragend zu Gesicht. Schauen Sie auf jeden Fall vorbei und geben Sie den Tipp auch gerne weiter. So, das war ganz schön viel Wissenschaftskommunikation in einem Podcast. Ist mir gerade aufgefallen. Aber Wissenschaftskommunikation war vielleicht nie wichtiger als gerade jetzt in Zeiten, in denen so viele Menschen der Wissenschaft scheinbar immer mehr misstrauen. Lassen Sie uns dazu beitragen, dass Wissenschaft ihre Glaubwürdigkeit behält. Und damit bin ich am Schluss und gebe Ihnen noch eine für die meisten von Ihnen erfreuliche Info mit auf dem Weg. Der Bergdienstag, also der Dienstag nach Pfingsten, ist vorlesungsfrei und zwar in ganz Bayern. Nur in Erlangen fällt dieser vorlesungsfreie Tag zufällig jedes Jahr mit der Bergkirchweih zusammen. Sie haben in diesem Jahr also vielleicht keinen Spaß beim Anstoßen auf den Kellern, aber zumindest vorlesungsfrei. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.